So sieht das ganze Gebilde aus, was bei mir auf der Anlage mal stehen soll. Hallo und herzlich willkommen zum 131. City Update auf dem Kanal Kasi Brickborn. Ich möchte gerne aus der 7897 eine Monorail bauen. Ja, das möchte ich gerne tun. Wir werden heute den Antriebswagen gestalten und entwickeln für die Monorail-Schiene, die wir auch gestalten und entwickeln. Also beides, im Prinzip ein komplettes Mock. Also seid gespannt. So sieht das ganze Gebilde aus, was bei mir auf der Anlage mal stehen soll. Es wird nicht ganz einfach. Hier seht ihr zum Beispiel auch die Schiene, wie sie gemacht ist. Und gleich einmal den Zug auch von vorne. Hier seht ihr, dass der Zug quasi so richtig die Schiene umfasst. Aber ich nehme euch mal mit, wie das Ganze so angefangen hat. Ich musste natürlich erstmal alles auseinanderbauen. Und zwar die Sachen, die ich nicht mehr brauche, habe ich hier erstmal hingestellt. Die ganzen Drehgestelle brauche ich ja nicht mehr, weil ich ja eine selbst gemockte Schiene habe. Dadurch habe ich natürlich auch mal einen 9-Volt-Motor übrig, das ist natürlich gut. Das ganze Innenleben wie Stühle und Tische, die Stromabnehmer, ja, das brauche ich alles nicht mehr. Und auch dieses Hauptteil von der Lok brauche ich jetzt nicht mehr, zumindest nicht für den Zug. Das Einzige, was ich hier noch verwende, sind natürlich diese beiden Fronten. Die werde ich auf jeden Fall verwenden und ja, alles andere ist dann erstmal weg. Und jetzt kommen wir zum Antrieb. Ja, das sind die ersten Versuche. Mit irgendwas muss man ja anfangen. Ich habe hier noch die Grundplatte vom Zug in weiß drunter. Die wird allerdings verschwinden. Da werde ich mir selbst aus Platten was bauen und so weiter. Hier ging es nur darum, erst einmal die Geschwindigkeit quasi festzulegen, wie schnell der Transrapid-Zug, wie auch immer, Monorail, sucht euch da was aus, fahren soll. Und hier auch schon mal auf der Schiene einfach mal getestet, wie schnell er so fährt. Hier gleich seht ihr ja auch auf dem Rückweg die Höchstgeschwindigkeit einmal kurz. Jetzt. Und das reicht vollkommen aus. Ja, jetzt geht es natürlich darum, auch eine Schiene zu entwickeln und so weiter. Das wird auch alles nicht so einfach werden. Jetzt bin ich gerade noch dabei mit dem Umschalter, weil der Zug ja in den Berg reinfahren soll und auch automatisch wieder rausfahren soll. Wie löse ich das? Also mit einem Umschalter. Ja, den habe ich hier natürlich auch eingebaut. Ich zeige euch das gleich nochmal komplett detailliert. Stell die Kamera auf und dann werdet ihr es sehen. Hier schon mal die Verkleidung fertiggestellt. Ja. Klasse, einfach klasse. So, dann zeige ich euch das ganze Ding einmal, wie es fertig aussieht. So sieht es im Prinzip fertig aus und so wird das Design auch aussehen. Ja, warum und wieso, das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Den Empfänger, der wird in dem vorderen Zug, sage ich mal, eingebaut. Das ist überhaupt kein Problem, weil hier ist nicht genug Platz drin. Was haben wir denn hier überhaupt alles drin? Ich versuche mal, das alles hier jetzt zu öffnen und zeige euch das mal Stück für Stück. Hier haben wir erstmal den Motor drunter. Der wird dann hier rüber angemacht, indem ich dieses Teil mir hier gebaut habe und von oben dann halt den Motor anmachen kann. So, wir gehen weiter durch. Das muss auch einmal alles weg. Ich versuche so gut zu zeigen, wie es geht. Also es wird über Ritzel gesteuert, letztendlich der Antrieb geht dann bis nach unten hin, bis diese Räder hier angesteuert werden. Das sind Räder oder Felgen, nein umgekehrt, es sind Reifen, da habe ich ein Zahnrad reingesteckt, diese schwarzen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut sehen. Ja, und die treiben hier und hier das Ganze an. Dann haben wir noch hier den Umschalter drin, der für den Richtungswechsel verantwortlich ist. Und natürlich die Führungsrollen oder Schienen hier. Da kommen wir dann gleich auch nochmal zu, wenn ich euch dann die Schiene zeige. Also wir haben den Umschalter drin, wir haben die Batteriebox drin, wir haben hier den Empfänger, der im vorderen Teil des Transrapids sein wird. Und wir haben natürlich den Motor drin, die Zahnräder drin und den Umschalter. Ja, es ist viel drin versteckt und das Ganze funktioniert. Ich zeige euch das gleich, oder beziehungsweise ich zeige euch vielleicht gleich erstmal die Schiene. Das ist vielleicht erstmal viel sinnvoller. Ich finde das erstmal vom Design her auch vollkommen in Ordnung, auch hier an der Front. Hier sieht man auch, wie ich die Wagen dann aneinander koppeln werde. Einfach einhängen quasi. Und ja, tolle Sache, wie ich finde. Und diese Übergänge hier, die zwischen den Waggons sind, hier die mit dem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die lasse ich. Die werde ich auf jeden Fall lassen, weiß ich nicht. Es soll so ein bisschen auch die 7897 trotzdem noch
drin sein und man soll sie eigentlich auch erkennen können. Es soll so ein Mischding werden von allem und ich finde es klasse gelungen bis jetzt und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die Schiene und wie ich das da so drauf, anpasse, wie auch immer. Also, bis gleich. So, jetzt nehme ich euch mal mit Freihand. Das ist meine Schiene quasi. Ich habe die jetzt mal auf einen Brick Höhe gestellt hier. Ich brauche dafür die äußeren Laufflächen hier, wo die Räder drauf laufen. Also quasi hier und hier. Habe ich gemacht über die ganze Länge. Passt alles wunderbar, funktioniert. Dann hier die Führungsrollen vorne und hinten. Die laufen in dieser Rille. Und jetzt kommen wir zu dem Umschalter. Ganz genau. Hier dieser Kopf, sag ich mal, der hat die gleiche Höhe wie an dieser Stelle der Reifen. Das heißt, er gleitet quasi an dieser Stelle hier drüber. Hier bräuchte ich noch nicht mal eine Fliese setzen unbedingt. Mal gucken, ob ich es tue. Das sehen wir dann, wenn die richtige Schiene fertig ist. Jetzt ist ja auch erstmal nur ein Prototyp, beziehungsweise der Teil, der im Berg verschwindet. Das kann ja ruhig in Blau sein. Das werden wir nicht mehr sehen. Erst da, wo der Transrapid aus dem Berg rauskommt, da wird das Ganze natürlich in einem Light Bluish Gray gehalten, die ganze Schiene. Ne? Vielleicht hier und da eine Verzierung, das weiß ich noch nicht. Mal sehen, im Prinzip ist es ja auch aus Beton. So, der Umschalter stößt letztendlich hier gegen. Ich habe hier es wackelt ein bisschen, Moment, ich habe hier eine Plate drüber gemacht. Ja, das heißt, der stößt hier gegen, schaltet um. Dann wäre der Schalter in diese Richtung. Und sicherheitshalber eine kleine Schräge gemacht, dass er hier nicht wieder vorstößt eventuell, sondern eventuell leicht hier hochgleitet und dann hier einfach mitgleitet. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, indem ich den Waggon mal umgekehrt draufsetze. Ja, also die Führungsschienen, die Rollen, das passt eigentlich soweit wunderbar. So, dann setzen wir den mal drauf. Das mache ich jetzt hier gleich wieder fest und dann schauen wir uns das Ganze mal live im Fahrbetrieb an. Der Motor ist an, die Räder drehen sich und jetzt gehen wir live in den Fahrbetrieb hier. Ich muss es euch doch einfach mal zeigen. Bisschen vorsichtig. Ja, also wenn das nicht sensationell ist, weiß ich es auch nicht. Ich finde es einfach nur klasse. Tja, daraus bauen wir einen richtig tollen Transrapid. Ganz, ganz sicher. Und jetzt geht's weiter mit den Zugfahrten und danach sage ich euch, wie es im nächsten Video weitergeht.
So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und im nächsten Video gehe ich auf jeden Fall nicht zum Berg, denn wir müssen hier noch Folgendes machen. Ganz genau, da ist ja noch was. Ja, wir müssen den vorderen Teil bauen. Mit einem Waggon, sag ich mal, und den hinteren Teil. Das auch. Ja, es ist viel zu tun, aber ich freue mich drauf. Und dann erneut einen Test machen. Das muss dann natürlich definitiv funktionieren. Und ich muss diese Wagen, die hier vor und hier hinter sind, doch recht leicht bauen. Und das wird nicht so ganz einfach, denn wir brauchen ja einiges an Steinen doch, allein für die Verkleidung hier. Tja, ich würde sagen, schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.